Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Gutes Benehmen leicht gemacht. Heute sprechen wir über das spannende Thema: Wie verhalte ich mich richtig bei einer Einladung zum Essen? Schön, dass ihr dabei seid. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine unserer informativen Folgen verpasst. Stell dir vor, du bekommst eine Einladung zu einer Feier. Du musst entscheiden, ob du hingehst oder absagst. Welche Faktoren beeinflussen deine Entscheidung? Was ist dir wichtig? Oft hängt es davon ab, wer einlädt. Wenn es ein enger Freund ist, sage ich meistens zu. Aber manchmal habe ich auch einfach keine Lust oder bin zu müde. Wie ist das bei dir? Mir geht es ähnlich. Manchmal spüre ich, dass ich Zeit für mich brauche. Dann lehne ich ab, auch wenn es schwer fällt. Ehrlichkeit ist wichtig. Sagst du immer ehrlich, warum du nicht kommen kannst? Nicht immer. Manchmal sage ich einfach, dass ich schon etwas vorhabe. Das ist einfacher und verletzt niemanden. Aber ich versuche, so ehrlich wie möglich zu sein. Und du? Ich sage oft, dass ich Zeit für mich selbst brauche. Die meisten Menschen verstehen das, aber es hängt auch von der Beziehung ab, wie offen ich bin. Was sagst du, wenn du zusagst? Ich sage meistens, dass ich mich freue, dabei zu sein. Dann frage ich nach den Details wie Ort und Zeit. So zeige ich Interesse und kann besser planen. Hast du Tipps, wie man höflich absagt? Ja, ich glaube, eine freundliche und ehrliche Antwort ist am besten. Zum Beispiel: Danke für die Einladung, aber ich kann leider nicht kommen. Vielleicht ein anderes Mal? Das zeigt Respekt. Das klingt gut. Ich finde, es ist auch wichtig, zeitnah zu antworten. Niemand wartet gern ewig auf eine Antwort. Ein schnelles Ja oder Nein macht es für alle einfacher. Wie wichtig ist dir Pünktlichkeit bei Einladungen? Sehr wichtig. Pünktlichkeit zeigt Respekt für die Gastgeber. Wenn ich weiß, dass ich zu spät komme, sage ich vorher Bescheid. So können die anderen planen. Was machst du, wenn du eingeladen bist, aber unentschlossen? Ich bitte um etwas Zeit, um darüber nachzudenken. Das gibt mir die Möglichkeit, meine Pläne zu prüfen. Ich versuche, innerhalb weniger Tage eine Entscheidung zu treffen. Findest du es schwierig, Einladungen abzulehnen? Manchmal, besonders wenn es um enge Freunde geht, aber ich habe gelernt, dass es okay ist, Nein zu sagen. Manchmal ist es besser, ehrlich zu sein, als halbherzig zuzusagen. Welche Einladungen nimmst du immer an? Familienfeiern sind mir wichtig. Da sage ich fast immer zu. Auch besondere Anlässe wie Hochzeiten oder Geburtstage nehme ich gerne wahr. Gibt es bei dir Einladungen, die du niemals ablehnen würdest? Ja, besondere Anlässe wie Jubiläen oder wichtige Feste. Diese Momente sind einmalig und schaffen Erinnerungen. Ich versuche, diese Gelegenheiten zu nutzen. Manchmal hilft es auch, andere zu fragen, ob sie hingehen. Gute Idee. So kann man gemeinsam entscheiden. Und es macht oft mehr Spaß, wenn man jemanden kennt. Einladungen sind eine Gelegenheit, Beziehungen zu pflegen. Ich denke, das ist ein schöner Gedanke. Wenn wir eine Einladung annehmen oder ablehnen, ist es auch wichtig, höflich zu reagieren und sich zu bedanken. Wie machst du das normalerweise?
Ich beginne immer mit einem Dankeschön. Es ist eine nette Geste, sich für die Einladung zu bedanken, egal ob man zusagt oder absagt. Und du? Genauso. Ein einfaches Danke für die Einladung zeigt Wertschätzung. Ich denke, es ist ein kleiner, aber wichtiger Schritt in der Kommunikation. Welche Formulierungen benutzt du? Ich sage meist, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr darauf. Oder danke, dass du an mich gedacht hast. Das zeigt, dass ich die Geste schätze. Was sagst du? Ich sage oft Danke, ich fühle mich geehrt. Das passt gut, wenn es um formelle Einladungen geht. Bei Freunden bin ich eher locker. Klingt super, danke. Findest du, dass Dankbarkeit einen Unterschied macht? Absolut. Dankbarkeit schafft eine positive Atmosphäre und stärkt die Beziehung. Es zeigt, dass man die Mühe des anderen schätzt. Wie reagierst du, wenn du selbst Gastgeber bist? Wenn jemand zusagt, freue ich mich und sage, super, dass du kommen kannst. Wenn jemand absagt, antworte ich, schade, aber ich verstehe. Danke, dass du Bescheid gesagt hast. Was machst du? Ich bedanke mich immer für die Rückmeldung, egal ob jemand zusagt oder absagt. Das zeigt, dass ich Ihre Entscheidung respektiere. Findest du es wichtig, nach einer Feier noch einmal Danke zu sagen? Ja, definitiv. Ein kurzes Danke. Es war ein schöner Abend. Per Nachricht oder Anruf macht einen guten Eindruck. Es zeigt, dass man die Einladung genossen hat. Und du? Ich mache das auch. Manchmal sende ich sogar eine kleine Karte. Das ist persönlich und zeigt echte Wertschätzung. Welche Rolle spielt Höflichkeit in deinem Alltag? Höflichkeit ist für mich ein Schlüssel zu guten Beziehungen. Sie schafft eine angenehme Atmosphäre und zeigt Respekt. Manchmal öffnen sich dadurch neue Möglichkeiten. Wie siehst du das? Ich stimme zu. Höflichkeit ist wie ein Türöffner. Sie zeigt, dass man den anderen respektiert und schätzt. Besonders in stressigen Situationen hilft sie, Missverständnisse zu vermeiden. Hast du ein Beispiel? Bei der Arbeit, wenn ich im Stress bin, ein einfaches Danke für deine Geduld kann viel bewirken. Es zeigt, dass ich den Einsatz der anderen schätze. Erlebst du das auch? Ja, oft bei Teamprojekten. Ein Danke für deine Hilfe motiviert und stärkt den Zusammenhalt. Es zeigt, dass man die Unterstützung nicht als selbstverständlich ansieht. Warum ist das deiner Meinung nach so wichtig? Weil es das Miteinander stärkt und Vertrauen aufbaut. Dankbarkeit schafft eine positive Dynamik, die langfristig Beziehungen verbessert. Denkst du, dass man Höflichkeit lernen kann? Auf jeden Fall. Es beginnt mit kleinen Gesten im Alltag. Ein einfaches Bitte und Danke kann schon viel bewirken. Bewusstsein dafür zu schaffen, ist der erste Schritt. Wie siehst du das? Ich glaube auch, dass man Höflichkeit üben kann. Es braucht nur ein wenig Aufmerksamkeit und den Willen, respektvoll zu sein. Jeder kann lernen, höflich zu reagieren und sich zu bedanken. Welche Formulierungen nutzt du, um dich für eine Einladung zu bedanken, und warum findest du das wichtig? Höflichkeit ist auch bei Tisch wichtig. Welche Tischregeln sind dir wichtig, wenn du zu einem Essen eingeladen bist? Für mich ist es wichtig, pünktlich zu sein. Das zeigt Respekt für den Gastgeber.
Außerdem halte ich meine Hände über dem Tisch, das wirkt höflich. Und du? Pünktlichkeit ist auch für mich wichtig. Außerdem achte ich darauf, nicht mit vollem Mund zu sprechen und mein Besteck richtig zu benutzen. Welche Regeln kennst du noch? Ich versuche nicht zu schlürfen oder schmatzen. Und ich warte immer, bis alle am Tisch ihr Essen haben, bevor ich anfange zu essen. Findest du das auch wichtig? Ja, das zeigt Rücksichtnahme. Es ist schön, gemeinsam zu beginnen. Auch das Handy sollte während des Essens weggelegt werden. So kann man sich auf die Gespräche konzentrieren. Was denkst du darüber? Absolut, das Handy stört die Atmosphäre. Ich finde es auch wichtig, dem Gastgeber Komplimente für das Essen zu machen. Das zeigt Anerkennung für die Mühe. Machst du das auch? Ja, ein ehrliches Kompliment kommt immer gut an. Und wenn ich etwas nicht mag, sage ich es nicht direkt, sondern lasse es einfach auf dem Teller. Das vermeidet unangenehme Situationen. Was machst du in solchen Fällen? Ich versuche, alles zu probieren, aber nehme nur wenig von dem, was ich nicht mag. So bleibe ich höflich. Und wie verhältst du dich, wenn du selbst der Gastgeber bist? Ich achte darauf, dass sich alle wohlfühlen. Ich frage, ob jemand noch etwas braucht und sorge dafür, dass genug zu trinken da ist. Wie schaffst du eine angenehme Atmosphäre? Ich versuche, alle in Gespräche einzubeziehen und achte darauf, dass niemand ausgeschlossen wird. Und ich halte die Stimmung locker und freundlich. Gibt es noch andere Tischregeln, die du wichtig findest? Ja, ich finde es wichtig, nach dem Essen dem Gastgeber zu helfen, zum Beispiel beim Abräumen. Das zeigt Dankbarkeit. Wie siehst du das? Das mache ich auch gern. Es ist eine nette Geste und zeigt, dass man die Einladung schätzt. Und wie verabschiedest du dich nach einem Essen? Ich bedanke mich für den schönen Abend und sage, dass ich das Essen genossen habe. Ein herzlicher Abschied hinterlässt einen guten Eindruck. Was sagst du beim Gehen? Ich mache es ähnlich. Ein einfaches Vielen Dank für die Einladung zeigt Wertschätzung. Es ist schön, den Abend positiv abzuschließen. Findest du das auch? Ja, es rundet den Abend ab und zeigt, dass man die Gesellschaft geschätzt hat. Tischregeln und gutes Benehmen können viel zur Atmosphäre beitragen, findest du nicht? Genau, sie sind der Schlüssel zu einem harmonischen Beisammensein und zeigen Respekt füreinander. Das macht jede Einladung zu einem besonderen Erlebnis. Welche Tischregel findest du besonders wichtig, wenn du bei Freunden oder Familie eingeladen bist? Während des Essens ist eine angenehme Unterhaltung wichtig. Welche Themen wählst du, um Smalltalk zu beginnen? Ich starte oft mit Themen wie dem Wetter oder aktuellen Ereignissen. Das sind sichere Gesprächsstarter. Wie machst du das? Ich frage gern nach Hobbys oder Freizeitaktivitäten. Das öffnet oft die Tür zu spannenden Geschichten. Was vermeidest du beim Smalltalk? Ich meide heikle Themen wie Politik oder Religion. Das kann schnell zu Diskussionen führen. Welche Themen findest du schwierig? Ähnlich wie du vermeide ich kontroverse Themen. Stattdessen frage ich lieber nach interessanten Reiseerlebnissen. Das bringt oft positive Stimmung. Hast du Tipps, um ein Gespräch zu beleben?
Humor hilft oft, ein Gespräch aufzulockern. Ein lustiger Kommentar oder eine kleine Anekdote bringt meist alle zum Lächeln. Und du? Ja, Humor ist eine gute Idee. Manchmal frage ich auch nach Empfehlungen, wie zum Beispiel nach einem guten Buch oder Film. So bekommt man auch neue Anregungen. Gibt es noch etwas, worauf du achtest? Ich versuche, aktiv zuzuhören und Interesse zu zeigen. Das macht das Gespräch lebendig. Wie gehst du mit Gesprächspausen um? Kurze Pausen sind normal. Ich nutze sie, um über das Gesagte nachzudenken oder neue Fragen zu stellen. Das hält das Gespräch im Fluss. Hast du weitere Ideen? Ich finde es wichtig, das Gespräch ausgewogen zu halten, damit jeder zu Wort kommt. Und ich achte darauf, niemanden zu unterbrechen. Wie siehst du das? Absolut, das zeigt Respekt und Interesse. Manchmal greife ich auch das Thema Essen auf, um über die Zutaten oder die Zubereitung zu sprechen. Das passt gut zum Rahmen. Findest du das auch? Ja, vor allem wenn das Essen besonders oder neu ist. Es kann eine tolle Möglichkeit sein, mehr über die Vorlieben der anderen zu erfahren. Was ist für dich das Wichtigste beim Smalltalk? Eine entspannte und freundliche Atmosphäre zu schaffen. So fühlt sich jeder wohl und das Essen wird zu einem schönen Erlebnis. Wie schließt du ein Gespräch ab? Ich fasse oft die wichtigsten Punkte zusammen und bedanke mich für die interessanten Gespräche. So endet das Gespräch positiv. Was machst du am Ende? Ich mache es ähnlich und versuche, einen Ausblick auf ein weiteres Treffen zu geben. Das hinterlässt einen positiven Eindruck. Smalltalk ist wirklich eine Kunst, oder? Ja, es ist eine wunderbare Möglichkeit, Verbindungen zu stärken und den Abend angenehm zu gestalten. Es macht jedes Essen zu einem besonderen Erlebnis. Vielen Dank, dass ihr bei unserem Podcast zum Thema Smalltalk dabei wart. Eure Unterstützung bedeutet uns viel. Bitte hinterlasst uns einen Kommentar, welche Themen ihr beim Essen wählt. Nutzt dazu gern Wörter aus unserem Podcast. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und uns ein Like zu geben, wenn euch die Folge gefallen hat. So verpasst ihr keine Episode mehr. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesprächig. Die Pünktlichkeit. Pünktlichkeit zeigt Respekt gegenüber dem Gastgeber. Pünktlichkeit gilt als wichtiger Teil guter Tischmanieren. Das Kompliment. Ein Kompliment zum Essen kommt meist gut an. Ein ehrliches Kompliment zeigt Wertschätzung für den Gastgeber. Die Rücksichtnahme. Rücksichtnahme bedeutet, auf andere Menschen zu achten. Rücksichtnahme zeigt sich besonders beim gemeinsamen Essen. Die Atmosphäre. Die Atmosphäre beim Essen sollte ruhig sein. Eine gute Atmosphäre macht das Beisammensein angenehmer. Die Anerkennung. Anerkennung zeigt man oft durch kleine Gesten. Anerkennung stärkt zwischenmenschliche Beziehungen.